Hallo, heute soll es um das Mysterium Matrix gehen, das Schöpfungsprinzip. Matrix ist ja das lateinische Wort für Gebärmutter, Uterus. Es geht also darum, wie die Welt zustande kommt. Und nun haben wir ja gerade im Materialismus nicht den Eindruck, als ob wir das wissen müssen, denn die Materie ist einfach da. Wir sind die Beobachter von der Materie und eines von uns unabhängigen Außen, wohingegen das Prinzip des Spiritualismus etwas ganz anderes suggeriert. Und wie es in den Religionen ja auch der Fall ist, zum Beispiel im Buddhismus, gibt es ein ganz anderes Prinzip des Erschaffens, als es im Materialismus der Fall ist. Übrigens hatte ich ja neulich über den Materialismus gesprochen und es ist ein Aspekt des Materialismus, dass es uns so vorkommt, als ob der Gedanke an die Materie ein sehr naheliegender und sehr zwingender Gedanke ist. Ein Gedanke, auf den man kommen muss. Und ich denke, das steht im Zusammenhang damit, dass diese Welt, die da erzeugt wird, durch bestimmte Bewusstseinsinhalte immer zwingend erscheint und immer so scheint, als könne es nicht anders sein. Aber es ist eben gerade diese Sichtweise der Leerheit, wie man im Buddhismus sagen würde, also dass hinter den Dingen eigentlich nichts ist, außer eine Bezogenheit auf andere Dinge, eine Abhängigkeit innerhalb der Dinge. Wie ich es im Spiritualismus immer sage, es ist eine Relativität, eine vollkommene Relativität der Dinge voneinander. Und hinter all dem steckt eine Ebene, auf die wir keinen Zugriff haben, die all das hervorbringt. Im Buddhismus wäre es, wie gesagt, diese Leerheit, im Spiritualismus etwas nicht weiter Benennbares. Ich hatte das oftmals mit einem Computer verglichen, der also verschiedene Programme hervorbringen kann und dem es überhaupt nichts ausmacht, ganz verschiedene Programme laufen zu lassen. Und wir wären sozusagen in der Innenansicht eines dieser Programme. Und ich möchte also jetzt über diese Sichtweise sprechen, was die Welt hervorbringt. Und es gibt ja da also gerade in der Esoterik, in der Kunst, in der mystischen Literatur viele Symbole und Metaphern für das erschaffene Prinzip. Ich habe hier im Hintergrund die Erschaffung Adams eingeblendet von Michelangelo, ein bekanntes Bild, das in der Sixtinischen Kapelle in Rom zu sehen ist. Und es handelt sich hierbei um die Verbindung von zwei Elementen, die ein drittes hervorbringen. Das ist also die fundamentale Sichtweise, die man in allen Religionen und allen Weisheitslehren immer wieder antrifft, dass aus zwei Elementen ein drittes wird. Es ist nebenbei gesagt ja auch unsere Erfahrung, also zum Beispiel, wenn wir die Erschaffung eines neuen Menschen sehen, dass aus zwei Menschen ein dritter wird. Dieses dritte ist nicht vollständig das eine und auch nicht das andere, sondern tatsächlich etwas Neues. Es ist also dieses duale Prinzip, was wir immer wieder antreffen. Und ich hatte verschiedene Betrachtungen dazu angestellt. Und ich habe also Analogien gesucht und gefunden in der Form verschiedener Organe an unserem Körper, die für die Kreation von Neuem stehen. Beispielsweise die Vulva, die also dieses bipolare Prinzip hat. Im Hintergrund blende ich das ein, eine Illustration, die mit KI gemacht wurde. Ein Auge beispielsweise hat diese bipolare Form ebenfalls, diese Mandelform. Oder der Mund. Interessanterweise ist übrigens das Auge ja eigentlich im Materialismus etwas
das nur etwas beobachtet, wohingegen es dergleichen im Spiritualismus ja nicht gibt. Wir sind nicht getrennt von einem Äußeren, sondern wir sind, indem wir beobachten, die Erschaffer von etwas. Ich werde am Ende noch darauf kommen, warum das wichtig ist und warum man nicht sagen kann, na gut, der Materialismus sieht eben das Sein in der Materie und der Spiritualismus oder der Buddhismus beispielsweise sieht das Seinsprinzip im Erschaffen von immer Neuem. Wo ist da der Unterschied? Nennen wir es einfach anders. Und natürlich führt der Gedanke dieses spiritualistischen Prinzips auf ganz andere Resultate als das materialistische Prinzip. Also ich sage jetzt an der Stelle bloß, dass natürlich, wenn man sich als äußerlicher Beobachter eines Geschehens ansieht, das ohnehin stattfindet und für das man gar nicht wichtig ist, da entfällt dieses Gefühl dafür, dass man der Schöpfer ist von den Dingen, die um einen herum passieren. Ich kam übrigens auf das Thema dieser Sendung dadurch, dass ich hörte, dass Barry Long, ein spiritueller Lehrer aus Australien, gesagt hatte, dass, also als er gefragt wurde, was Gott ist, sagte er, Gott ist the Matrix, also die Gebärmutter. Und wo ist Gott? Und er sagte, das hängt sehr davon ab, wie weit du das fasst. Es ist im Prinzip überall. Und das Universum ist eine Matrix, ein erschaffenes Prinzip. Das ist das, was ich im Spiritualismus immer so ausdrücke, dass ich sage, das Universum ist ein Bewusstsein. Und da es in dieser Welt, in der wir uns befinden, eigentlich um Vorstellungen geht, ist das eine richtige Aussage, dass das Universum ein Bewusstsein ist. Aber man kann es natürlich auch so sehen, dass man sagt, das Universum ist alles das, was alles hervorbringt in jedem Moment. Es ist eine Matrix. Ähm, in der Vorstellung verbindet sich das wieder mit dem Film Die Matrix, in der man ja diese künstlich geschaffene Welt, um die es innerhalb des Films geht, Matrix nennt, wohingegen natürlich der Spiritualismus und auch der Buddhismus es nicht so sehen, als wäre es eine künstlich geschaffene Welt. Es ist einfach die Welt, so wie sie sich uns darstellt. Und genau genommen kann man das auch im Alltag beobachten, wenn man denn diese Sichtweise erlangt hat. Was natürlich nicht einfach ist, denn die Gravitation der Gedanken zieht uns immer wieder zurück in diese Vorstellungswelt, die wir nun einmal als die naturgegebene annehmen, weil sie überall anzutreffen ist. Der Materialismus natürlich. Ich habe dieses bipolare Prinzip übrigens noch auf einem Buch gefunden. Das blende ich jetzt mal im Hintergrund ein. Es ist ein Buch aus den 30er Jahren. Es heißt Blütenkranz des heiligen Franziskus von Assisi, des Gründers, nebenbei gesagt, des Franziskanerordens. Und es zeigt also dieses bipolare Prinzip wieder, wo ich sagte, das ist also das, was man überall antreffen kann in der Esoterik, in den Religionen. Man trifft es beispielsweise auch beim Symbol V an, wo aus einem Bipolaren etwas Drittes wird. Das Dritte ist diese nach unten gehende Spitze beim V und zugleich ist das V natürlich ein Symbol für etwas Aufnehmendes, so wie ein Kelch, so wie das weibliche Prinzip, das Aufnehmende. Und es führt uns in dieser Vorstellung wieder zurück auf das Prinzip der Gebärmutter, das Hervorbringende. Das V steht für die Vereinigung von Gegensätzen. Es repräsentiert die Verbindung zweier Elemente,
beispielsweise von männlichem und weiblichem zu einem dritten. Ich hatte ja gesagt, dass aus dieser Sichtweise eine ganz andere Sichtweise auf das Leben sich ergibt, als wenn man die materialistische Sichtweise hat. Und ich will ein paar Aspekte dieser praktischen Anwendung von spirituellem Denken nennen. Denn, wie gesagt, läuft es nicht darauf hinaus, dass man einfach die Dinge der Welt anders benennt und sagt, okay, dann ist halt das Schöpfungsprinzip da. Ich will ein paar Elemente benennen. Das erste, was ich benennen würde, wäre, dass man zum Beispiel sagen kann, die Welt entsteht in jedem Augenblick. Ich hatte ja neulich dazu gesprochen, was Zeit überhaupt ist und hatte gesagt, der eigentliche Zeitpunkt der Existenz ist das Jetzt. In jedem Moment entsteht also die Welt neu. In jedem Moment werden diese Relationen neu gedacht. Jeder Gedanke ist einzigartig. Du du selbst bist der Schöpfer deiner Welt und jener, die dir nahe sind. Wenn du hingegen über die Welt so denkst, als sei sie von dir unabhängig, und du seist nur der Beobachter, führt das zu falschen Schlüssen. Beispielsweise dem, dass du als Beobachter jederzeit nicht da sein könntest. In diesem Zusammenhang fällt mir übrigens ein, es gibt ja diesen wunderbaren Film, Ist das Leben nicht schön? Ihr kennt ihn vielleicht, sehr, sehr, sehr bekannter Film. Und da macht sich also der Hauptdarsteller James Stewart Gedanken darüber, was passieren würde, wenn er nicht da wäre, wenn er nicht in dieser Welt wäre. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Film, der auch dieses spiritualistische Prinzip beziehungsweise buddhistische Prinzip in sich trägt, dass man sagt, du bist der Schöpfer dieser Welt und ohne dich sehe die Welt ganz anders aus, auch für die Leute, die dir nahe sind. Der Gedanke ist immer einzigartig, immer. Denn du bist ja nicht der Beobachter eines von dir unabhängigen Außen, sondern was dann den Gedanken naheliegt, dass das, was du beachtest, dass das, was du beobachtest, auch jeder andere beobachten kann. Ich hatte neulich darüber gesprochen, was ist eine Information? Das ist also diese Sichtweise auf Informationen, die man im Materialismus hat, dass da einfach Informationen sind, die sind eindeutig. Wir rufen sie ab, haben sie dann bei uns und Information könne einfach so kopiert werden, wohingegen es der Spiritualismus eben so sieht, dass Information immer einzigartig ist, weil der Gedanke immer einzigartig ist und sein muss, was wiederum darauf zurückführt, dass du ein Schöpfer bist und kein Beobachter. Die Welt ist demzufolge auch immer eine Welt deines Denkens, wodurch klarer wird, dass bestimmte Probleme, die in jedem Leben auftreten und die immer wieder auftreten, aus deinem Denken resultieren. Das ist das, wo ich schon mal an anderer Stelle sagte, dass viele ja zu den Psychologen und Psychiatern kommen und sagen, Herr Doktor, woran liegt es, dass mir bestimmte Probleme immer wieder in meinem Leben auftreten? Und die überraschende Antwort, für diese Leute überraschende Antwort ist dann, das liegt an Ihnen. Es ist in Ihrem Denken. Es ist genau, wenn man so will, dasselbe, wenn man sagt, im Buddhismus, das Wort Anhaftungen, dass man sich von verschiedenen Anhaftungen befreit, von Gedanken letzten Endes, die dir sagen, dass es ganz bestimmte Notwendigkeiten gibt, die du zu beachten hast. Wenn ich sage, dass im Spiritualismus die Welt auf diese Art, die wir sehen, zustande kommen kann, aber auch auf tausend andere Arten, dann bedeutet es auch, dass diese Notwendigkeit, die wir in der Materie sehen, so nicht gegeben ist, sondern sie ist nur in unserer Welt gegeben durch das sich immer wieder spiegelnde Widerhallen der Information
Aber in einem prinzipiellen Sinn hat die Bewusstseinsebene ganz andere Möglichkeiten als diese. Und sich darüber klar zu werden, ist der Weg, andere Dinge im eigenen Leben wahr werden zu lassen, andere Gedanken zu haben. Man könnte es auch so sagen, und das wäre jetzt übrigens der nächste Punkt, Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet ja, dass man gegenüber den eigenen Gedanken aufmerksam ist und sie beobachtet, wie sie entstehen, wie sie immer wieder auf dasselbe zurückführen, wenn man dieses Prinzip nicht beachtet. Und es ist gleichzeitig ein Werkzeug, wie man eine solche Anhaftung vermeiden kann, indem man versucht, andere Gedanken zu denken, indem man auch einfach andere Dinge tut. Denn Denken und Tun ist ja dasselbe im Spiritualismus. Das führt also auf eine sehr tiefe Selbsterkenntnis und damit auf eine ganz andere Qualität von Leben, wenn man dieses Prinzip versteht. Und als letzten Punkt beispielsweise die Akzeptanz von Vergänglichkeit. Wenn man die Welt als Gedanken entstehen sieht, dann hat man ja aus seinem eigenen Bewusstsein die Erfahrung von Vergessen. Und Vergänglichkeit und Vergessen ist im Grunde dasselbe. Man bekommt ein ganz anderes Gefühl dafür, was Vergänglichkeit bedeutet, was auch Tod bedeutet und wie der Gedanke, den man hinterlassen kann, weiterlebt in anderen und in den Dingen und in dem Bewusstsein, das ja nicht endet. Nur der Gedanke endet. Nur die Perspektive endet. So wie alle Dinge immer wieder sich erneuern und dann auch wieder vergessen werden. Das soll es heute erstmal gewesen sein zum Thema Matrix. Das Mysterium besteht natürlich darin, dass uns dieses Prinzip, glaube ich, einerseits bewusst ist, andererseits es immer wieder rätselhaft ist. Und ich hoffe, ich konnte heute 2, 3 Aspekte daran benennen, die vielleicht euch weiterführen auf dem Weg. Und will mich erstmal verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. I can take your anger, baby. I can hold your pain. In a night full of thunder and sideways rain.